Leute und herzlich willkommen zu diesem heute mal nicht Wandervideo, sondern mehr Klettervideo. Ja, wenn ihr euch mal das Ganze im Hintergrund anguckt, dann werdet ihr feststellen, ich befinde mich hier im Boppard am Rhein und stehe direkt vor dem Mittelrhein-Klettersteig oder naja fast, der Einstieg ist da oben. Und dieser Mittelrhein-Klettersteig, der gehört zu der Traumschleife des Hunsrücksteigs. 5,1 Kilometer, ja, ein Teil davon geht mit der Seilbahn zurück, aber die Kilometer sollen uns heute mal egal sein, denn es geht jetzt nur ums Klettern. Ja, meine Ausrüstung habe ich dann auch mitgenommen. Ich habe nichts vergessen, doch, ich habe was vergessen, nämlich meine Handschuhe, aber egal, muss auch jetzt ohne gehen. Ja, ich bin seit 3,5 Jahren nicht mehr klettern gewesen, wenn man jetzt mal den Laiensteig weglässt und auch den Kasteler Felsenpfad. Das Ding da, wo ich immer noch sage, ohne Klettersteigausrüstung sollte man eigentlich gar nicht da hochgehen, egal wie geübt man ist. Ja, also wie gesagt, war ich seitdem eigentlich nicht mehr wirklich klettern, Entschuldigung. Und das werde ich heute nachholen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, ob ich noch gelenkig genug bin, um sowas überhaupt zu meistern, dann bleibt dran. So Leute, wie ihr seht, ich bin jetzt ausgerüstet und jetzt geht es hoch zur Klettervariante. Alle anderen, die den Mittelrhein-Klettersteig gehen wollen, aber keine Lust haben zu klettern, haben natürlich auch die Möglichkeit, die Wandervariante zu nutzen. Da gibt es dann Wege, wie man die Klettersteige umgehen kann. So Leute, und damit stehen wir jetzt auch vor dem offiziellen Einstieg in den Mittelrhein-Klettersteig. So Leute, ganz schnell mit dem Handy gefilmt. Das passiert, wenn man seine Kamera nicht richtig sichert. Ja, super, so wie es aussieht, ist die Linse mal ganz. Oh scheiße, hoffentlich ist das Ding da oben jetzt nicht kaputt. Ey, boah, bitte tut mir das nicht an. So Leute, ja, schon hier am ersten Rettungspunkt hätte ich fast die Kamera geschrottet. Es funktioniert alles noch. Ich habe Glück gehabt, dass die Kamera sich irgendwo immer mal wieder kurz festgehakt hat. Boah, das sind Dinge, die brauchst du nicht. Die brauchst du nicht. Vor allem, ich habe momentan kein Geld, mir eine neue Kamera zu kaufen. Wie gesagt, die 360-Grad-Kamera, ich habe sie dabei. Habe ich auch schon geschrottet. Und die nächste muss ich nicht auch noch schrotten. Also die hier, die Osmo Action 4. Leck mich am Ärmel. Ja, das Problem ist, ich wollte die eigentlich hier oben an den Gurt hier oben dran machen, aber das ist zu schwer und dann fängt das alles an zu wackeln. Ich hätte doch irgendwas zum Kleben nehmen sollen. Naja, aus Fehlern lernt man. Muss ich jetzt so klarkommen, aber diesmal die Kamera irgendwie ein bisschen besser sichern. So Leute, aus Sicherheitsgründen habe ich jetzt die Kamera doch oben auf den Dings festgeschnallt. So, und damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten Teil, wo man wirklich eine Klettersteigausrüstung braucht. Denn wenn ihr mal da runter guckt, ja, da geht es abwärts. So, scheiß Zug. Uppala. So Leute, ganz wichtig, das hier wird kein Lehrvideo für Klettersteigsicherung oder ähnliches, weil das halt so ist. Sorry Leute, ist halt so. So, auf jeden Fall. Moment. Oh, ich hänge. Jetzt nicht mehr. Gut. Ja, tut mir leid für das Geruckel, aber das ist mir lieber, als die Kamera irgendwo hinzuklemmen und sie dann fallen zu lassen. Jetzt hat sie sich auch noch verdreht. Oh Gott. Ja, müssen wir jetzt mitleben. Ist halt so. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wirklich Videos sehen wollt, wegen Klettersteig und Sicherung, wie man sich da vernünftig sichert, dann empfehle ich euch zum Beispiel eins von den Sacki-Videos. Auch wenn der leider keine Videos mehr macht, der kann das richtig gut erklären. Der war hier auch schon mal auf dem Mittelrhein-Klettersteig. Der war auf einigen Klettersteigen. Was bohrt ich mir denn hinten in den Arsch jetzt da rein? Ach, da sind wir ja schon bei dem nächsten Treppchen. Upsala. So. Gott. So, dann wollen wir das mal hier wieder rumhängen. Ne? Immer dran denken, eins nach dem anderen, wie die Glößgäse werden
Upsala. Oh, Verzeihung. Falsch rum, so rum. Ja, da werde ich mir für die Zukunft wohl eine sehr gute Lösung einfallen lassen müssen. Wie man das dann komm her, besser filmen kann. So Leute, und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Teilstück. Komm her. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein neues Klettersteigset. Also nicht, weil es die Ablegereife schon erreicht hat, sondern weil mir die Karabiner dann doch ein bisschen zu klein sind. Da werde ich dann wohl neue brauchen. Geh her. Ach du Scheiße. Das wird jetzt eng hier. Mit meinem Rucksack und den Trekkingstöcken. Super. Alter. Also mit einem dicken Rucksack. Verzeihung, mit einem dicken Rucksack darf es hier echt nicht lang gehen. So, dann wollen wir uns da mal runterschwingen. Ja, also bis jetzt war das hier alles noch relativ einfach, obwohl es ein paar Pfade gibt, die sehr schmal sind und daneben geht es dann noch schön runter. Ui, da geht es ja auch gleich weiter. Ja, was euch auf jeden Fall mit Sicherheit aufgefallen ist, dass ich jetzt nicht unbedingt die optimalen Treter habe für sowas. Ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat, die, ich glaube Mephisto heißen sie, von Merrell anzuziehen. Das sind ja eher mehr so Lauf-Trailrunning-Schuhe. Egal, da muss ich jetzt mit durch. So Leute, und dann kommen wir auch in die nächste Treppe. Brauchen wir hier eine Sicherung, aber wir machen sie trotzdem mal dran. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, falle ich da auch noch runter. Dann könnte das Klettersteigset doch was nützen. So, ab, auf in die Höhe. Ja, das so zu sichern war jetzt natürlich nicht optimal. Oh, warte, gefummelt. Was gefummelt. Früher mochte ich fummeln, heute nicht mehr. Es geht ja da noch weiter. Na dann. Upsi. So. Also. Anstiege sind schon schön knackig, so wie das sein muss. Ist natürlich immer ein bisschen fummelig mit dem Klettersteigset, vor allem da ich beim Wechsel nicht beide Klammern festhalten kann. Und dann auch noch filmen ist eigentlich gerade gar keine gute Idee, aber was tut man nicht alles, um ein paar gute Aufnahmen zu bekommen, ne? So. Achtung! Scheiße, jetzt rutschen die weg. So. Aber man hat von hier oben, das zeige ich euch gleich, das war jetzt falsch, habt ihr nicht gesehen. So, man hat natürlich von hier oben eine wunderschöne Aussicht. Da unten sind sie auch schön mit Bötchen am Fahren. Ja, sowas muss ich auch noch machen.
Ich habe jetzt seit gut 3 Jahren ein Packraft bei mir zu Hause rumliegen. Ich habe es einmal aufgeblasen, um zu gucken, ob das für meine Größe auch passt. Und seitdem liegt das bei mir zu Hause rum. Wird Zeit, ne? Ja, aber da gab es so was Lästiges, nennt sich auch Bänderriss. Da hatte ich dann auf viele Sachen erstmal gar keine Lust mehr, weil ich Schiss hatte, dass ich schon wieder umknick, ne? So, die ersten Kletterstellen habe ich anscheinend hinter mir. Jetzt ist das hier mehr so Bergwandern. So ein bisschen rauf und runter mit Stufen. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich es überhaupt erwähnt. Der Mittelrhein-Klettersteig ist natürlich ein sehr einfacher Klettersteig. Für Anfänger geeignet. Also A bis B. Und auf jeden Fall easy zu meistern. Ich habe mir einfach gesagt, erstens, ich bin lange nicht mehr da gewesen. Zweitens, ich war auch lange nicht mehr klettern. Dass ich irgendwie mal wieder so ein bisschen die Grundkenntnisse kennenlerne. Wie zum Beispiel das Klettersteigset anlegen. Obwohl, das habe ich ja schon gestern zu Hause gemacht. Damit ich in Ruhe halt nochmal drüber nachdenken kann. Wie rum, was muss ich beachten und so weiter. Jo, ansonsten sehr schön. Auch immer wieder ein schöner Ausblick über den Rhein. Immer wieder auch mal ein bisschen mit Sicht Richtung Boppard. Und ja, wie ihr merkt, ich bin am Hecheln. Das Ganze treibt mir natürlich auch ein bisschen den Puls hoch. Und damit brauche ich auch mehr Sauerstoff. Also ich brauche generell mehr Sauerstoff. Ist bei mir so. Ja, was natürlich hinzukommt, ist die Tatsache, dass ich jetzt die letzte Woche, also 6 Tage am Stück, mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren bin und auch wieder zurück. Habe natürlich noch bei einer Garmin Challenge teilgenommen. Und zwar von Montag bis einschließlich Samstag, also gestern, rund 100 Kilometer zu fahren. Das sind ein bisschen mehr wie 100 Kilometer geworden. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich blende es unten ein. Und auf jeden Fall ist das etwas, was ich nicht unbedingt gewohnt bin. Und ich deswegen auch schon so den einen oder anderen Muskelkater hatte. Da ich mich auf der Arbeit auch noch viel bewege, ja, passiert das halt eben. Ne? So. Und ich merke das auch jetzt. Eigentlich hätte ich heute eher so einen Rest-Day machen sollen, also einen Ruhetag, wo ich halt eben schön entspannt auf der Couch liege und meinem Körper mal ein bisschen Erholung gebe. Aber naja, ich hatte dann auch keinen Bock auf der Couch rumzuliegen. Also gehst du lieber klettern, ne? So Leute, wie ihr da rechts an dem Schild seht, sind wir hier wieder an einem Abzweig zwischen Klettervariante und Wandervariante. Aber wenn ich mir diese Wandervariante angucke, da ist auch schon einiges zu holen. Aber wir gehen jetzt da hoch, ich denke mal, ihr seht es, dort sind auch schon die ersten Stufen für den Klettersteig. So, und wer gar keinen Bock mehr hat, der geht da runter zu B9, das sind 200 Meter. Das ist dann dieser alte, wohl sehr ungepflegte Weg. So. Oh Mann. Solche Stufen liebe ich. Moment, erst umhängen, dann weitergehen. Safety first. So, da wollen wir mal umhängen. Gut, dass gerade keiner hinter mir ist, sonst müsste man einen fetten Arsch ertragen. Ach ja, es gibt doch nichts Schöneres, als sich selbst zu dissen. Also, ich brauche definitiv ein neues Klettersteigset.
nämlich eins mit größeren Karabinern. So Leute, ein kurzes Päuschen gönne ich mir jetzt, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe immer noch richtig scheiß, was heißt Muskelkater, aber ich merke schon, wenn ich versuche mich richtig anzustrengen, wenn ich immer mal richtig mit dem Bein drücken muss, gerade so in einem halben Spagat oder so, dass meine Muskulatur doch von der Woche ein bisschen ausgepowert ist. Ja, hilft mir alles jetzt nichts, jetzt bin ich mittendrin, jetzt muss ich durch. Und zwar da hoch. Schaffen wir. So Leute, genug rumgegammelt. Jetzt geht's da hoch. Attacke. Ach ja. Fast vergessen. Schlimm, schlimm. So ist das, wenn man alt wird. Obwohl, ich glaube, hier wird das Klettersteig jetzt, ja doch, könnte was bringen. Sicher ist sicher, sagte die Nonne und zog sich ein Kondom über die Kerze. Okay, ja. So Leute, den größten Teil von dem Teil, den ich jetzt zu machen habe, das klingt echt total scheiße, aber egal, den habe ich jetzt hinter mir. Da hinten seht ihr Bobbard und ich glaube, da hinten irgendwo, wo das weiße Gebäude ist, da ist auch irgendwo der Einstieg. Also da geht es dann da rechts hoch. Also wir haben schon ein kleines Stückchen geschafft. Mein lieber Scholli. Ja, und dann zeige ich euch gerade nochmal die Stelle, weil es tut mir wirklich sorry, dass ich davon nicht so viel zeige. Aber manchmal brauche ich auch beide Hände. Wie ihr seht, das war schon, ja, für jemanden, der nicht regelmäßig um Klettersteig geht, war das schon schön klettersteigmäßig halt, ne? So Leute, jetzt bin ich zumindest mal halbwegs oben angekommen. Wie ihr seht, eigentlich sollte es da weitergehen, aber es ist anscheinend irgendwie, also der Baum ist da irgendwie halb umgekracht. Vielleicht ist da auch noch irgendwo der Hang abgerutscht. Das kann halt hier in der Region mal passieren. Deswegen darf ich jetzt hier über dieses Seil steigen und dann ungesichert irgendwo da hoch. Das wird gefährlich. Ja, irgendwie erinnert das auch so ein bisschen an den Klettersteig jetzt hier in Mehring. Und zwar bei der Moselsteig-Seitensprungrunde Mehringer Schweiz. Ja, für alle, die nicht wissen, ich verlinke es mal oben im i oder unten in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ich bin nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal da hochkraxeln und mal gucken, ob wir dann nicht irgendwann hoffentlich wieder auf den regulären Steig treffen. So Leute, anscheinend habe ich mich geirrt. Anscheinend ist das doch die reguläre Route, warum sie da dann abgesperrt haben und warum das Seil dann so da rumgeht. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr hinter mir die Stufen. Hier ist übrigens dann auch das Schild. Hier Einbahnverkehr, den Klettersteig bitte in Hauptrichtung begehen. Und ich würde sagen, das ist auch keine schlechte Idee, weil wenn man sich auf dem Klettersteig entgegenkommt, ja, wird ein bisschen eng, habe ich mir sagen lassen. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter hoch. Und dann hoffen wir, dass noch ein bisschen was kommt. Oh, ein Eidechschen. Ganz ruhig. Ich will nichts von dir. So, Wandervariante, dann muss ich da hoch. Hier ist die Klettervariante. Ja, wenn das noch getrennt ist, dann wird es wohl auch so sein, dass da hoffentlich noch was zum Klettern kommt. So Leute, leckt mich am Ärmel. Also nachdem da aufgehört hat zu klettern, ging es jetzt nur noch steil bergauf. Und wenn ihr nach hinten guckt, das geht noch weiter. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Päuschen. Ich muss zugeben, meine Waden sind so diejenigen, die jetzt gerade sagen, so jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Gut, kann ich ja nachvollziehen, wenn man die ganze Woche über nur strapaziert wird. Oh, leck mich am Ärmel. Also ich habe den gar nicht so schlimm in Erinnerung. Gut, das ist auch schon ein bisschen länger her. Da war ich noch jünger. Ja, eigentlich hatte ich vor, noch danach 2 Wanderungen zu machen. Eventuell wird es auch nur eine. Mal schauen. Und dann werde ich auf jeden Fall direkt wieder nach Hause fahren. Eigentlich hätte ich heute Ruhepause gebraucht, das ist richtig, aber naja, seit wann bin ich vernünftig, ne? Die anderen kloppen sich jetzt gerade hier auf dem Ultramarsch Black Forest im Schwarzwald rum. Obwohl, fällt mir gerade ein, der Christoph und der Maximilian haben beide abgekürzt auf 50 Kilometer. Da nochmal herzlichen Glückwunsch zum Finish, denn auch die 50 Kilometer Runde, das ist eine ganz schöne Hausnummer, weil da krachen auch so richtig die Höhenmeter rein.
Ja, was jetzt mit dem Martin und mit dem Sebastian ist, weiß ich noch gar nicht. Oder auch mit dem Boris. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie den Kelch auch schön brav nach Hause tragen werden. Also da auch schon mal im Vorfeld herzlichen Glückwunsch. Ja, ich gönne mir jetzt noch ein bisschen die Sonnenstrahlen, ein bisschen Vitamin D tanken und dann geht's auch weiter. So, genug Pause gemacht, weiter geht's. Ja Leute, ihr habt es gesehen. Erst Kilometer 2, die wollen mich verarschen. Also dass es beim Klettern jetzt nicht unbedingt so schnell vorangeht, habe ich mir gedacht, aber ich habe mich auch schon gewundert, weil ich die ganze Zeit kein Kilometerschild gesehen habe. Naja, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, mit Klettern ist jetzt vorbei. Jetzt wird nur noch gewandert. Schade. Also so kurz hatte ich den eigentlich gar nicht in Erinnerung. Aber naja, ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwas. Dann gehen wir halt noch ein bisschen wandern. Ist gut für die Figur. Also für meine nicht vorhandene Figur. So Leute, wie ihr seht, ich befinde mich gerade hier in einer wundervollen kleinen Hütte. Ein netter Unterstand, sogar mit Tisch. Da steht jetzt gerade die Kamera drauf. Ja, also der Mittelrhein-Klettersteig ist, zumindest was die Kletterei angeht, zumindest nach dem Schild da vorbei. Und deswegen werde ich jetzt das Ganze hier wieder ablegen, in den Rucksack packen. Und dann gehen wir den Rest bis zum, Sessellift, das wollte ich sagen. Und dann fahren wir damit runter und dann sind wir auch schon wieder im Bobbad. Und dann haben wir es geschafft. Die nur 5,1 Kilometer, für die wir jetzt Ewigkeiten gebraucht haben. Ich weiß gar nicht, wann ich gestartet bin. Gut, dass ich das nicht getrackt habe. Apropos Tracking, ich werde die Route bei Komoot als gemacht so hochladen, wie sie bei Komoot drinsteht, also wie sie auch offiziell ausgezeichnet ist. Die Zeiten werden alles nicht stimmen, ist mir heute auch scheißegal. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Da bin ich jetzt echt mal froh, dass ich es hinter mir habe, weil, keine Ahnung, ich bin einfach irgendwie nicht fit genug, um halt eben die ganze Woche nur Sport zu machen und dann auch noch klettern zu gehen. Egal, jetzt erstmal umziehen und dann melde ich mich wieder. So Leute, wie ihr seht, bin jetzt umgezogen. Powerbank ist auch am Start, weil die Kamera spielt nämlich gleich schon das Lied vom leeren Akku. Ja, das heißt, wir werden jetzt in diese Richtung weitergehen und wird jetzt nur noch gewandert. Das heißt nur noch, es wird gewandert. Ich hoffe, dass die Anstiege noch nicht mehr so krass sein werden, aber ich gehe mal davon aus, es wird es nicht mehr, weil wir befinden uns ja schon auf einem sehr hohen Level. Zumindest was den Hügel angeht. Von meiner Fitness reden wir nicht. Also, weiter geht's. So Leute, ja, ungeplanterweise geht es jetzt doch nochmal aufwärts. Ich habe irgendwie die Abzweigung zu der Seilbahn verpasst, weil mit der wollte ich ja unbedingt runterfahren. Ich wollte mir diesen Luxus dann halt doch einmal gönnen. Ja, das heißt, wir kitzeln jetzt noch mal ein paar Höhenmeter raus. Ist auch okay. Ich habe mich übrigens entschieden, den Track entsprechend anzupassen. Ich weiß ja, wo ich lang gelaufen bin. So Leute, wie ihr ja in den vorherigen Videoschnipselchen gesehen habt, sitze ich jetzt auch schön hier in der Sesselbahn. So, wenn ihr mal runter guckt, da wunderschön in das Tal runter. Von hier oben hat man einen Bombenausblick. Und auch in die andere Richtung, da auf den Rhein. Bobbert verschwindet da gerade hinter den Bäumchen. Ja, der Weg wäre mit Sicherheit auch ganz interessant gewesen. Ich glaube, das ist hier auch hier runter. Nichtsdestotrotz habe ich mir gesagt, ich möchte mir ausnahmsweise mal diese Sesselfahrt gönnen. Gut, mit 7,50 € für die Bergfahrt vielleicht nicht gerade günstig, aber was willst du machen, ne? Luxus ist halt teuer. Ja, und da jetzt auch nichts weiter mehr passiert, außer dass ich hoffentlich irgendwann da unten ankommen werde. Denn schnell ist das Ding hier gerade nicht, aber ich will auch nicht meckern. Dafür sitzt man hier bequem. Ja, das heißt, das Video ist jetzt hier auch zu Ende.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Restwochenende oder Restwoche, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und in diesem Sinne und tschüss.